Das Thema heute wäre eigentlich gewesen, Personalization eats Personas for breakfast. Das ist nach wie vor das Thema. Wie Franzi schon gesagt hat, ich kenne tatsächlich TUI Cruises sehr gut. Ich habe über die letzten 2 Jahre sehr viel mit ihnen zusammengearbeitet. Deswegen ich hoffe, dass ich das Ganze, so wie ich es heute hier vorstelle, dass es auch wirklich so in ihrem Sinne ist. Ich gehe mal davon aus, dass es so ist. Genau, wir starten mit wer ist TUI Cruises oder eher starten wir mit wer ist TUI Cruises not? Weil die erste E-Mail, die ich mal an das Team geschrieben habe, als wir den Kunden neu bekommen haben, war: Hallo, ich bin Kerstin, freut mich voll, euch kennenzulernen, liebes TUI-Team. Und dann haben sie direkt zurückgeschossen: Wir sind nicht TUI. Bitte nenne uns niemals wieder so, freut mich aber sehr, dich kennenzulernen. Deswegen, ich weiß es ist nicht TUI, sondern TUI Cruises ist ein Joint Venture von Royal Caribbean Cruises und TUI. Lesson learned. TUI Cruises hat 2 unterschiedliche Marken. Das ist zum einen Mein Schiff und das andere ist Lloyd Cruises. Und die spezialisieren sich eher auf Expeditionen sowie Luxus-Cruises. Die sind seit 2008 in Hamburg, haben sie sich gegründet, der Markt ist groß angestiegen und insgesamt ist es so, dass TUI Cruises mehrere 100 Cruise-Fahrten über das Jahr verteilt auf jeden Fall immer startet. Und vor 2 Jahren haben sie angefangen mit uns, also besonders mit mir, zusammenzuarbeiten. Deswegen hat mich sehr gefreut, ihre Geschichte heute so ein bisschen hier zu erzählen. Mal ein bisschen zu ihrem Produkt und dem Markt an sich. Also TUI Cruises sagt, dass über den Dachmarkt hinweg ungefähr 12-15% von Leuten tatsächlich schon mal auf einer Cruisefahrt waren. Das heißt, es gibt noch extrem viel Potenzial nach oben. Und besonders gibt es sehr viel Potenzial nach oben, weil sie wirklich davon ausgehen, dass eigentlich eine Cruise die ideale Reise für jeden sein kann. Deswegen ihr Ziel ist es, jeden von euch zu einem total fanatischen Cruiser zu machen. Okay, skeptische Blicke dort. Was ich auf jeden Fall super spannend fand mit TUI Cruises, ist, dass das Produkt an sich, also eine Cruisefahrt, ein wirklich wahnsinnig komplexes Produkt ist. Es ist nicht nur so, dass man sich eine Destination aussucht, den Zeitraum, wann man ungefähr reisen will, sondern es ist das gesamte Entertainment-Programm, was zusätzlich kommt. Die unterschiedlichen Dining-Optionen, die du hast, die unterschiedlichen Sportaktivitäten, die es dort gibt, die Entertainment-Optionen, die sie haben. Also es ist wirklich ein Produkt, was wesentlich komplexer ist, als ich es mir auf jeden Fall anfangs vorgestellt hätte. Genau. Damit wir uns jetzt hier noch ein bisschen besser kennenlernen können, würde es mich so ein bisschen interessieren, mal was von euch und euren Reisepräferenzen zu hören. Genau, deswegen erste Frage. Wer von euch war schon mal auf einer Cruisefahrt? Ist das die finale Antwort? Niemand jeweils? Okay, gut, kommt noch, glaube ich. Ein paar Leute waren sicher schon auf einer Cruise. 12-15%. Haha, könnte schon so in die Richtung gehen. Oh. Relativ wenig Bewegung, würde ich sagen. Warten wir noch ganz kurz. Vielleicht ändert sich's noch. Vielleicht kommen unsere Cruiser noch. Schaut nicht so aus. Ganz wenig Bewegung. Also ich glaube, wir sind hier definitiv unter den 15% mit dem Ergebnis, was wir jetzt haben. Was, glaube ich, eigentlich nur dazu führt, genau, es gibt noch wahnsinnig viel Potenzial in dem Markt. Und ich bin mir sicher, dass nach diesem Vortrag heute ihr euch alle als nächsten Urlaub eine Cruisefahrt buchen werdet. Dann schauen wir mal, nächste Frage. Wer von euch war schon jemals auf einem romantischen Urlaub mit seinem Partner, seiner Partnerin, einem Nicht-Partner, was auch immer? Mhm. Finde ich schön. Schaut sehr gut aus. Viel
Lots of love here, finde ich sehr schön. Okay, ich habe den Eindruck, die meisten Leute haben das schon mal gemacht. Sehr schön. Wer von euch legt Wert darauf, dass wenn er auf Urlaub fährt, dass er dann auch die Option hat, wirklich Gas zu geben, Party zu machen, tanzen zu gehen? Okay. Das finde ich immer sehr interessant zu sehen. Die Antworten sind wirklich immer sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem man das bespricht. Aber wir scheinen es hier eher mit einer trägen Masse zu tun zu haben, was wirklich okay ist. Ich gehe auch immer um 9 Uhr schlafen. Ist okay. Also sind schon die meisten, die eher sagen, Party ist nicht ganz so ihr Stil. Wer mag Heavy Metal? Also ich finde, es sind schon einige Leute, die Yes, absolutely sagen. Deswegen ist es schon gut. Könnte jetzt wie eine willkürliche Frage vorkommen, aber vielleicht auch nicht. Was sind eure Präferenzen, wenn es um die Zieldestination geht? Wollt ihr lieber wohin fahren, wo es warm ist oder wo es kalt ist? Okay, die meisten Leute bevorzugen den Bikini und die Badehose offensichtlich. Kann ich nachvollziehen. Okay. Deswegen, was wir hier auf jeden Fall sehen ist, wenn es um Urlaubspräferenzen geht, dann gibt es wirklich wahnsinnig viele Optionen. Manche Leute wollen Party machen, manche wollen am Strand sein, manche Leute wollen sich entspannen, manche Leute wollen Heavy-Metal-Musik hören. Es gibt wahnsinnig viele Optionen. Und gerade wirklich bei so Cruise-Fahrten gibt es unheimlich viele Optionen. Weil das, was der Konsument letztendlich auswählen muss, um seine ideale Cruise-Fahrt eigentlich zu finden, ist eben nicht nur, wo will ich hinfahren, sondern wie wollte ich auch meine Zeit auf der Cruise dann selber verbringen, mit was für Aktivitäten, mit wem will ich reisen, was für Workshops will ich dort machen, was für Essen will ich dort machen, wo soll die Cruisefahrt ablegen, wo soll sie enden. Das heißt, es sind extrem viele Optionen, die letztendlich alle zusammenfallen und diese Konsumentenentscheidung eigentlich sehr schwierig machen, was für sie so die ideale Cruisefahrt ist. Dementsprechend, TUI Cruises sagt, es gibt die ideale Kreuzfahrt für jeden. Aus wie vielen Möglichkeiten muss dann eigentlich ein Kunde auswählen, um sich so seine ideale Kreuzfahrt zusammenzustellen? Sind das so 100 Optionen? Sind das eher so 1000 Optionen? Millionen Optionen? Ich glaube, ich habe die Slide vorhin schon hergezeigt, deswegen wisst ihr schon. Also tatsächlich hat TUI Cruises es mal ausgerechnet, deswegen ich glaube dieser Zahl. Nämlich es gibt 900 Billionen unterschiedliche Varianten, in denen man eben diese Cruise-Fahrten eigentlich stattfinden lassen kann. Das heißt, es ist eben wirklich nicht nur diese Fahrt, diese Destination, die du dir aussuchst, sondern alle diese zusätzlichen Aspekte, die reinkommen, die das Ganze zu einer wahnsinnig schwierigen Kaufentscheidung für den Konsumenten eigentlich machen. Es gibt unheimlich viele Auswahlmöglichkeiten. Und deswegen ist die Herausforderung für TUI Cruises, wie können wir dem User jetzt tatsächlich helfen, sich zu seiner idealen Reise hin zu navigieren und diese dann eben auch zu buchen. Und gerade wenn wir verstehen, eine Cruise zu buchen ist wirklich komplexer eigentlich als ein Auto zu konfigurieren, ist halt die Frage, wie können wir uns dorthin bewegen, dass wir es eigentlich für den Kunden so einfach wie möglich machen. Wir könnten dem Kunden jetzt natürlich ein Formular geben, wo er eben 10.000 unterschiedliche Zeilen ausfüllen muss, damit wir wissen, wofür er sich interessiert, aber das ist halt nicht wirklich praktikabel und kein Kunde wird mitmachen. Deswegen letztendlich, wo wir hinkommen müssen, ist, wir müssen eine gewisse Empathie dafür entwickeln, was für einen Kunden wirklich relevant ist, was die Dinge sind, was seinen Präferenzen entspricht und was die anderen Punkte sind, die für ihn wirklich irrelevant sind, damit wir diese Komponenten alle ausblenden können. Also wir müssen aus diesen Billionen von unterschiedlichen Möglichkeiten, müssen wir alles versuchen nach hinten zu pushen, was eben nicht relevant für den Kunden ist. Und ich glaube, eine relativ standardisierte Möglichkeit oder etablierte Möglichkeit, wie man eben versucht, jetzt nur das Relevante für einen User zu definieren und ihm aufzuzeigen, ist eigentlich so ein Persona-Approach. Das heißt, wir clustern alle User, die wir auf der Website haben,
entsprechend von unterschiedlichen Merkmalen, es könnten demografische Merkmale sein, um am Ende 3 bis 5 unterschiedliche Personas zu haben. Und basierend auf diesen Personas bilden wir dann Hypothesen, was für diese User relevant ist oder nicht und versuchen eben unsere Website auf sie zuzuschneiden. Das heißt, in dem Fall hätten wir zum Beispiel unser Aging Couple, wir nennen sie unsere Silver Surfer, und wir haben im Gegensatz dazu unsere dynamische junge Familie. Und bei unseren Silver Surfern würden wir zum Beispiel davon ausgehen, dass die vielleicht lieber in die Nordics fahren, weil dort die Hitze nicht so anstrengend ist. Wir würden vielleicht davon ausgehen, dass sie Pasta und Wein gerne konsumieren und dass sie am Abend gerne ihre Zeit bei Panels oder klassischer Musik oder so verbringen. Und im Gegensatz dazu bei unserer jungen Familie würden wir sagen, das sind wahrscheinlich die sich eher für Abenteuerstädte interessieren. Die wollen vielleicht lieber nach Barcelona fahren. Die Mama geht zum Yoga, der Papa geht in den Gym und die Kinder lieben Meatballs. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen stereotypisch. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo eigentlich TUI Cruises dann festgestellt hat, das ist so ein Approach, der für sie nicht wirklich funktioniert. Noch nicht weil, sondern vielleicht als erste Frage, wer von euch in den Marketing-Teams oder so, wo werden tatsächlich eben diese Personas genutzt? Würde mich interessieren. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, dass man versucht, einen User irgendwie greifbar zu machen und dementsprechend die User Experience auch auf derartige Personas zuzuschneiden. Deswegen spannend zu sehen, Personas, wie sehr wird das tatsächlich eingesetzt? Partly. Ich finde es gut, dass wir nur wenig haben bei We don't personalize at all. Sehr gut. Also es wirkt so, wie wenn Personas schon etabliert sind. Sie werden vielleicht nicht ausschließlich verwendet, aber sie sind schon ein Bestandteil im Personalisierungs-Optimierungsprogramm von sehr vielen unterschiedlichen Marken, würde ich sagen. Okay, warum ist jetzt TUI Cruises von diesem Ansatz ein bisschen weggegangen? Weil wenn Sie eben Daten haben, wie zum Beispiel, wir haben einen User, Female, Married, Retired, dann ist wahrscheinlich die Assumption oder das, was du eben von Präferenzen hiervon ableitest, eben das, entsprechend unseren Silver Surfern, dass jemand ist, der sich für klassische Musik interessiert, dass jemand ist, der gerne Wein am Abend zu einem guten Essen genießt und dass das vielleicht jemand ist, der regelmäßig in den Spa geht. Wenn aber eigentlich diese Person Heavy Metal Fan ist, den ganzen Tag Bier trinken will und den größten Wunsch hat, sich auf einer Cruise, auf einer Heavy Metal Cruise tätowieren zu lassen. Und diese Differenzierung ist deswegen so wichtig, weil TUI Cruises halt auch tatsächlich eine Heavy Metal Kreuzfahrt anbietet. Dementsprechend würden Sie eben so eine Personalisierung basierend auf Personas machen, dann könnten wir diese Person eigentlich nicht erreichen, sondern so, wie wir sie eben ansprechen, das würde den User letztendlich nicht emotional erreichen. Das heißt, wir haben zu wenig Empathie für diese Person. Und aus diesem Grund hat sich eben TUI Cruises entschieden, dass sie eigentlich von diesem Persona-Ansatz immer mehr wegkommen wollen, weil sie eben User nicht so stereotypisch behandeln wollen, weil sehr viele User dem dann letztendlich dann doch nicht entsprechen, sondern sie eben lieber zu einem Ansatz eigentlich übergehen wollen, wo der User auch tatsächlich als Individuum mit individuellen Präferenzen, ne, und Painpoints irgendwie wahrgenommen wird und dementsprechend als der Special Snowflake behandelt wird, der halt jeder Konsument und User bei uns ist. Genau, die Frage ist natürlich, wie können wir jetzt User wirklich als so Individualisten irgendwie behandeln? Ist das überhaupt eine Möglichkeit, die wir haben? Und ich glaube, bei Ihnen, bei TUI Cruises, hat sich der Ansatz einfach wirklich verlegt von, wir behandeln User als Personas, hinzu, wir versuchen, die Person nicht irgendwie so komplett zu definieren, sondern wir verlassen uns auf alle Signale und Events, die der User uns während seiner Journey auf der Seite an uns übergibt, um basierend darauf dann einfach Wissen über den User aufzubauen. Das heißt, wir haben nicht so komplette Kundenprofile, aber dafür sind eben die Informationen, die wir haben, wesentlich substanzieller und relevanter tatsächlich, um die Präferenzen des Users zu beschreiben.
Das heißt, wenn ein User zum Beispiel auf die Seite kommt und sagen wir, er ist gelandet über eine Anzeigekampagne für italienische Cruises, dann wissen wir schon, dieser User hat eine Affinität zu Reisen nach Südeuropa oder Italien ganz konkret. Wenn der User sich dann auf der Website eben noch zusätzlich mit den unterschiedlichen Venues beschäftigt, die es dort gibt, wie zum Beispiel irgendwelchen Gyms, dann wissen wir, das ist ein User, der seine Freizeit gerne damit verbringt, pumpen zu gehen. Wenn der User sich dann dazu einen Blog durchliest über, was es für Sushi-Optionen eben auf der Cruise gibt, dann wissen wir auch, in welche Richtung jetzt seine kulinarischen Präferenzen gehen. Und wenn er dann eine Full-Metal-Cruise, also Kreuzfahrt, bucht, dann wissen wir auch sehr eindeutig, was für einen Musikgeschmack der User hat. Das heißt, alle diese Informationen sind wesentlich substanzieller eigentlich und realistischer und aussagekräftiger für die Präferenzen, die ein User letztendlich hat. Und das User-Profil, das wir basierend darauf bauen können, ist eigentlich zuverlässiger, als wenn wir mit Personas arbeiten. Das heißt, bei Ihnen hat sich die Journey eben dahingehend entwickelt, dass Sie von diesen vordefinierten und so ein bisschen constructed Personas weggehen und eben eher versuchen, einen User wirklich basierend auf diese einzelnen Signale, die er uns übermittelt, nicht zu beurteilen, aber eben Content für ihn auszuspielen, weil wir diese als relevant für ihn identifizieren. Das war jetzt tatsächlich eine Journey für TUI Cruises. Eine, die sich auch über die letzten Jahre jetzt gezogen hat, bis wir jetzt zu diesem Ansatz gekommen sind, wo wir eben von Personas immer weiter wegentwickeln und wir eigentlich immer mehr uns zu einer 1:1 Personalisierung hinentwickeln. Womit sie gestartet haben, war relativ einfache Segmentierung, würde ich sagen. Also so die ersten Konversationen, die ich mit ihnen hatte, da ist es viel darum gegangen, dass sie wissen, dass sich einerseits Familien auf deren Seite befinden und andererseits Leute, die keine Familien sind und dass sie die eigentlich unterschiedlich ansprechen wollen. Das heißt, einer von ihren ersten Tests, die sie eigentlich launchen wollten, war halt, wie können wir jetzt die Ansprache von Familien differenzieren von Nicht-Familien. Und weil wir eben gelernt haben, dass Kreuzfahrten sehr komplexe Produkte sind, verstehen wir auch, dass der Entscheidungsprozess für den User tatsächlich ein sehr schwieriger und langwieriger ist. Das heißt, ein User verbringt viel Zeit auf der Seite und schaut sich an, was gibt es nicht alles zu wissen bei Cruises. Und dann kommt eine E-Mail rein und er ist abgelenkt und deswegen, es gibt sehr viele Bounces auf der Seite. Das heißt, eins unserer primären Ziele war, wie können wir jetzt die Bounce Rate oder die Abbruchsrate innerhalb von einer Session reduzieren. Und um das eben zu machen, haben sie das Messaging in Active Browser Tabs angepasst für einerseits eben ihre Familie, im Gegensatz zu den Usern, die nicht in dieses Segment gefallen sind, um die User eben individuell anzusprechen. Das heißt, das war so eine erste Segmentierung, mit der sie gestartet haben. Und eben diese personalisierte Anzeige über jetzt unterschiedliche Segmente hinweg hat eben bei Ihnen auch schon einen 28% Increase von Usern, die tatsächlich in den Checkout einstiegen, eben erwirkt. Das heißt, das hat das Team schon ziemlich motiviert, eben noch ein bisschen mehr in diese Richtung zu gehen. Und sie wollten eben granularer werden in ihrer Segmentierung. Das heißt, die nächste Kampagne, die sie dann gemacht haben, die hatte eben dann schon 3 unterschiedliche Segmente, wo wir eben differenziert haben, die Familie, im Gegensatz zu Solo-Traveler, im Gegensatz zu Couples, die unterwegs sind. Leute, die vielleicht ein bisschen Romance in ihrem Urlaub haben wollen. Und für diese User haben wir unterschiedlichen Content ausgespielt. Das heißt, auf der Homepage, der Hero Banner, also wirklich die prominente Stage, die wurde eben adaptiert und personalisiert für diese 3 unterschiedlichen Zielaudiences, jeweils mit eben oder relevanter Kommunikation für jeweils diese 3 unterschiedlichen Segmente. Und da haben wir eben auch gesehen, wenn wir uns jetzt so zielgerichtet an den User kommunizieren, dann können wir unsere Engagementrate steigern um 48% waren es jetzt. Und da, wo wir jetzt in unserer Journey mit TUI Cruises sind, das ist tatsächlich, jetzt sind wir bei so dieser 1:1 Personalisierung angekommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein sehr großes Projekt laufen, wo es um die 1:1 Personalisierung wirklich auf der Suchseite geht. Das zukünftige Projekt ist dann die Produktdetailseite. Aber auf der Suchseite selber versuchen wir eben wirklich alle diese Informationen, die wir über das User-Profil aufgebaut haben, abzugreifen, um aus diesen 9 Billionen unterschiedlichen Optionen, die es eigentlich gibt,
dem User direkt ihn zu den Relevanten hinzuführen. Das heißt, ganz oben zum Beispiel gibt es eine Quick-Filter-Leiste auf der Suchseite. Für User, die wir kennen, wenn sie wiederkommen, für diese User sind schon explizit Filter gesetzt, basierend auf der Affinität des Users, zum Beispiel zum Ablegehafen oder zu der Travel-Konstellation, in der er eben präferiert reist. Ebenso die Produkte, die wir anzeigen an den User, also die Product Recommendations, die ergeben sich jetzt basierend auf dem Affinitätsprofil, was der User hat, zu was für Destinationen sind relevant für ihn. Dann die zweite Frage ist, wie lange ist ein User gerne unterwegs? Ist er eher so ein One-Week-Traveler, Two-Week-Traveler oder ist das jemand, der ein ganzes Monat reisen will? Wir schauen uns ebenfalls an, hat ein User eine Affinität dazu, dass er einen langen Planungszeitraum hat? Das heißt, plant er jetzt schon für den Sommer 25 oder ist das jemand, der jetzt unmittelbar im Winter 24 eigentlich noch reisen will? Das heißt, wir versuchen eben wirklich alle diese Informationen direkt zu nutzen, um diese 9 Billionen Möglichkeiten einzuschränken. Und innerhalb von den Product Recommendations, die wir anzeigen, da werden die Product Highlights, die dort immer eingeblendet werden eben immer personalisiert, basierend auf der Affinität, die wir zu einem User haben, zu unterschiedlichen Aktivitäten innerhalb von einer Cruise. Das heißt, wir würden den Gin-Workshop jemandem anzeigen, von dem wir wissen, dass er eben Bock auf eher Party hat. Im Gegensatz dazu würden wir die Thai-Massage anzeigen an Leute, die jetzt eher Lust auf Entspannung und Spa haben. Der nächste Schritt ist die Produkte-Teilseite. Und bei der Produkte-Teilseite, ebenfalls, was wir vorhin wieder gesagt haben, es ist eine Cruise, aber es sind unheimlich viele zusätzliche Varianten von dieser Cruise eigentlich. Die ganzen Aktivitäten, die ganzen Dinner-Options, die ganzen Entertainment-Options. Dementsprechend versuchen wir, die Product-Page ebenfalls zu personalisieren. Das heißt, an oberster Stelle oder eigentlich als zweiter Punkt haben wir dort einen Banner. Der soll personalisiert werden, basierend auf Präferenzen zu Reisekonstellationen. Dann direkt drunter haben wir einen Banner, einen Slider, wo wir unterschiedliche Venues dem User anzeigen. Und das Ziel ist eben hier, dass wir das Ganze umsortieren, wieder basierend auf Affinität des Users, damit wir eben die Venues, Aktivitäten und Dienstleistungen hier priorisieren in der Anzeige, die auch relevant für den User sind. Ebenfalls so mit den Highlights, Cruise-Highlights, die wir drunter anzeigen und mit den Excursions. Das heißt, ich glaube, wo sich das TUI Cruises Team jetzt an sich sieht, ist, sie sagen, sie haben immer noch eine sehr, sehr weite Reise vor sich. Ich glaube, das ist immer Teil vom Testing, ich glaube, das ist immer Teil von Personalisierung. Sie sind schon lange dran, sie werden auch noch lange, hoffentlich länger dranbleiben. Aber was für mich auf jeden Fall super interessant ist, ist wirklich zu sehen, wo sie heute sind, anstelle von wo sie vor 2 Jahren sind. Und ich finde, das ist das Tolle, dass eben das Team einfach auch über diese letzten 2 Jahre auch den Mut hatte, so ihren Ansatz und ihr Konzept einfach komplett nochmal zu erneuern und in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich auch ein gutes Testing oder eben auch Personalisierungsprogramm ausmacht, dass man Mut zur Veränderung hat und sich eben auch immer wieder selber challenged. Genau, deswegen von TUI Cruises. Was waren deren Key Takeaways? Zum einen, verstehe deinen Kunden, versuche nicht eine simplifizierte Persona zu bauen, nur weil es für dich einfacher ist, weil du würdest dann eben den Heavy Metal Fan eben einfach verlieren an dieser Stelle. Versuch eine Lösung zu bauen, die wirklich für den Kunden relevant ist. Und was eine super schöne Metapher davon ist, die sie mal hatten, war, wir versuchen unseren Shop, letztendlich soll unser Shop ein leeres Haus sein. Und die Tapeten oder was dort für Mobiliar drinnen ist, das ist das, was über Personalisierung dann letztendlich definiert werden soll. Weil ein Haus eben für jeden dann doch anders ausschauen muss, dafür, dass er sich zu Hause fühlt dort. Und der letzte Punkt war, Change requires time. Und ich glaube, dass für die Testing machen, ich glaube, ihr kennt das, es ist super frustrierend, man hat den Eindruck, man kommt nicht weiter, man hat voll viele negative Ergebnisse, aber das ist eben Teil davon und ist Teil der Journey und dafür sieht man einfach doch, dass 2 Jahre später man wo komplett anders steht als eben 2 Jahre vor. Genau, danke.
Ja, vielen Dank dir, Kerstin. Also echt mal Kudos. Man hat wirklich gemerkt, dass du ziemlich tief drin bist im Thema und ja, so spontan. Ich habe eine erste Einstiegsfrage an dich. Basierend auf dem, welche Cruise wurde dir denn jetzt vorgeschlagen? Also es gibt auch eine Karneval-Cruise. Die wird, glaube ich, die Funline genannt. Deswegen, die finde ich an sich ganz interessant, aber ich glaube, ich bin dann eher doch so, fahren wir für einen Monat, für ein halbes Jahr irgendwann nach Südostasien oder so. Schauen wir mal. Okay, also hast du schon eine Cruise gemacht? Nein, habe ich ehrlicherweise noch nicht. Okay, gut. Was gibt es hier noch für Fragen im Publikum? Ist eine? Ja, danke erstmal für den spannenden Vortrag. Was mich interessieren würde, du hast ja ganz viele Kampagnen gezeigt, wo ihr personalisiert habt, beispielsweise auf der Startseite. Legt ihr da auch nochmal unterschiedliche Varianten an, um dann in den Kampagnen auch noch AB zu testen, welches Wording, wir haben es gerade beispielsweise bei dem Sky-Vortrag gesehen, besser ankommt, Layouts etc.? Abhängig davon, auf welcher Seite getestet wird. Falls das eine Seite ist, die viel Traffic hat, manchmal ja. Sehr vom Test abhängig. Aber ja, ich finde es grundsätzlich schon in Ordnung, einen Test mit mehreren Varianten zu machen. Ich bin immer ein Fan davon, 2 bis 3 zu machen. Ich würde jetzt nicht mehr machen. Einfach weil es dann schwierig wird, Rückschlüsse zu ziehen, finde ich. Gut. Hi, wir haben ja jetzt in dem Vortrag sehr viel Personalisierung wahrscheinlich für eingeloggte User gesehen, weil natürlich dann zum Beispiel bei den Rekos kam das Beispiel, dass wir wissen, okay, welche Präferenz für wie viele Tage der Reise hat der User. Und da war die Frage, was macht ihr denn an Personalisierung oder was macht TUI an Personalisierung für nicht eingeloggte User? Weil das ist ja auch für viele Shops sehr schwierig da einzuschätzen, so wie man das weitertreiben kann. Also tatsächlich muss ein User nicht eingeloggt sein. Ab dem Zeitpunkt, wo, sagen wir, er ist einmal auf einer Reiseseite gewesen und hat sich das angeschaut, ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich eine Affinität für den User. Je mehr er sich auf der Seite bewegt, desto qualitativ besser wird das Affinitätsprofil, was wir zu ihm haben. Aber das heißt, einloggen ist eigentlich keine Grundvoraussetzung. Du hast natürlich immer noch User, die auf dem allerersten Page-View, die er hat, willst du vermeiden, dass sie bouncen. Über diese User hast du eventuell eben noch keinerlei Informationen. Dann, glaube ich, geht es eher um Optimierung als um Personalisierung an dieser Stelle. Aber gerade eben, wenn du ein Produkt hast, was jetzt ein bisschen komplexer ist, wo die Leute auch einiges an Research betreiben, um wiederzukommen, sich die Optionen anzuschauen, da kann man doch echt gute Affinitätsprofile bauen. Das heißt, ihr probiert dann quasi, wenn er zum Beispiel auf einer Suchseite ist und sich dann Sachen zusammenfiltert, dass ihr diese Art von Filterung dann in diesem Affinitätsprofil oder im Cookie dann irgendwie speichert und dann quasi sagt, okay, der hat halt irgendwie Filter für 3 Wochen und sucht eher in der Karibik, also hat er und segmentiert ihr das dann auch zu anderen ähnlichen Nutzern oder macht ihr da eher eine 1:1 Personalisierung dann? Also in dem Fall machen wir meistens eine 1:1 Personalisierung. Bei Produktempfehlungen könntest du sagen, ich will einem User etwas anzeigen, was ähnlich ist zu anderen Usern, aber eben wir versuchen eigentlich eine 1:1 Personalisierung, genau was du gesagt hast, so die Beispiele. Wie können wir dieses Filterverhalten, was sich ein User angeschaut hat, was er auf seine Merkliste gesetzt hat, wie können wir alle diese Signale interpretieren, um sie eben zu nutzen für unser Affinitätsprofil. Ja. Danke. Hier vorne ist noch eine Frage auch. Hi, ja, auch vielen Dank von mir für den tollen Vortrag. Was ich sehr spannend fand, entweder waren es Suchergebnisse oder Rekos auf der Browsing-Seite, dann tatsächlich Subheadlines zu personalisieren. Wie macht ihr das? Werden die über DY ausgespielt oder ist es dann quasi eher Content, der personalisiert vom Shop eingespielt wird? Geht es dabei um die Informationen, was ausgespielt wird oder wie es tatsächlich auf die Seite gebracht wird? Ja, genau, also die verschiedenen Varianten, die sind ja wahrscheinlich schon irgendwo hardcoded da, aber wie ihr dann, also habt ihr dann verschiedene Produktkataloge dafür oder wie funktioniert das technisch sozusagen? Genau. Sorry für die Frage, dass es ein bisschen technisch ist, aber finde ich spannend. Ja, also an sich haben wir einen Produktkatalog, wo wir eben alle diese unterschiedlichen USPs von einer Reise auch hinterlegen. Und dementsprechend jeweils, wenn ein User mit einzelnen von diesen Komponenten interagiert, dann werden sie eben Teile unseres Affinitätsprofils. Das Serving von diesen wird jetzt tatsächlich über Dynamic Yield gemacht, aber theoretisch könnte man es auch über eine Server-Side-Kampagne machen. Und
Zweite Frage dazu, liegt ja auf der Hand, gerade weil es so wahnsinnig viele Parameter und Affinitäten gibt, so einem Kunden irgendwann 1:1 hyperpersonalisiert auch Texte zu erstellen. Und heutzutage mit LLMs gibt es jetzt, glaube ich, eine völlig neue Welt, die sich da auftut. Gibt es da schon irgendwelche Ideen dazu, tatsächlich dann diese Texte, egal ob das jetzt Recommendations sind oder irgendwo anders auf der Seite, die komplett on the fly anzupassen auf Basis der User-Affinitäten? Wie oft liest du dir einen Text auf einer Produktdetailseite durch? Gut, ist dann die Frage, braucht man die oder braucht man die überhaupt nicht? Aber es geht ja nicht nur um die Texte, sondern es geht ja auch um die Headlines zum Beispiel. Ja? Es geht ja darum, dass bestimmte Keyword-Matches kommen oder so. Und da gibt es ja sehr... Genau, also in dem Beziehungsweise Fall, am Anfang haben wir ja gesehen, es gibt unterschiedliche Vorlieben und so eine Cruise ist sehr komplex. Da geht es einerseits ums Essen, da geht es um die Ausflüge, da geht es um Alleinereisen zu mehreren, wie lange man das macht, welche Destination etc. Ja. Kann man ja sehr viel kombinieren. Ja, also ich glaube, das, was du auf jeden Fall jetzt schon machen kannst, ohne irgendwelche AI-Modelle hier zu nutzen, ist, dass du in Produkt oder dass du in Titles irgendwo auf der Seite, Produktdetailseite zum Beispiel, irgendwelche Affinitätsattribute des Users abrufen kannst und sie direkt darstellen kann. Klar. Weil du unbedingt nach Italien musst. Auch wenn eigentlich die Landingpage sich grundsätzlich mit Südeuropa irgendwie beschäftigt. Das ist auf jeden Fall was du bereits machen kannst. Das können wir schon. Danke. So, eine letzte Frage. Okay, 2. Ihr habt euch gleichzeitig gewählt. Die 2 letzten Fragen nehmen wir noch, bevor wir hier abschließen. Ja, auch von meiner Seite erstmal danke für den spontanen und sehr guten Vortrag. Ich habe eine Frage zur Anzeigeoption. Also mir ist bewusst, je länger oder je mehr Daten ihr über einen User speichert, desto einfacher wird es. Aber gerade wenn ein User relativ neu auf der Seite ist und noch nicht so viele Affinitäten in dessen Profil vorhanden sind, priorisiert ihr verschiedene Affinitäten, also sowas wie Dauer, Zielort, also dass ihr sagt, ein Zielort hat eine höhere Priorisierung als die Länge der Kreuzfahrt. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit TUI Cruises da so viele Optionen hat, dass es wirklich immer 100% matcht, wahrscheinlich nicht, aber gibt es da ein Vorgehen, also dass ihr sagt, ihr habt bestimmte Priorisierungsprofile, die nochmal on top liegen? Also grundsätzlich versuchen wir nicht alle Informationen zu nutzen, um das Affinitätsprofil zu bauen, weil ich glaube, man kann es auch definitiv inflationär verwenden und nicht alle Attribute sind gleich relevant, so wie du sagst. Deswegen, wir versuchen uns eigentlich immer darauf zu konzentrieren, die wichtigsten zu identifizieren. Und ich glaube, das ist dann immer eine Diskussion tatsächlich mit dem Kunden und zu verstehen, oder eher, die Sie mit Ihren Kunden auch führen müssen, was sind denn die kritischen und kaufentscheidenden Kriterien, die ihr habt. Und dementsprechend sind das die wir dann nutzen, um das Affinitätsprofil des Users zu bauen. Okay, also im Endeffekt ist es wirklich so, dass es einfach eine Zeit dauert, bis man den Kunden so versteht, dass man weiß, welche Priorisierung bei diesem Kunden jetzt explizit an erster Stelle steht oder an zweiter Stelle. Ich glaube, es ist sehr abhängig vom Attribut konkret, um das es dann geht, weil wenn ein User eben zum Beispiel über eine italienische also Kreuzfahrt in Italien eingestiegen ist, dann reichte diese einzelne Information, um zu verstehen, dass das die Destination ist, für die er sich interessiert. Für andere Komponenten ist mehr Daten definitiv zuverlässiger, aber das ist dann eben, würde ich sagen, tatsächlich vom Attribut abhängig. Okay, danke. So, die letzte Frage war hier links. Auch von mir nochmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Du hattest ja eben schon gesagt, dass so eine Kreuzfahrtbuchung halt sehr unter Umständen langwierig sein kann. Ne? Also dass es mehrere Wochen in Anspruch nimmt, auch dass man das jetzt mal irgendwie seiner Partnerin oder seinem Partner zeigt. Wie geht ihr mit so einem Personalisierungsprofil um, wenn es halt wirklich über mehrere Devices geht, dass man vielleicht auch nochmal irgendwie in das Reisebüro geht, sich da irgendwie vielleicht auch nochmal irgendwie Informationen holt? Ist es, dass ihr Leute irgendwie in die Registrierung nudgt oder weil da halt wirklich diese Sachen gespeichert werden können oder wie geht ihr damit um? Also du meinst, wie wir einen User über unterschiedliche Devices identifizieren können? Ja, genau. Ja, also ich glaube, damit man tatsächlich den User über unterschiedliche Devices identifizieren kann, braucht man irgendeine Identifizierung, die über beide Devices stattfindet. Deswegen, was TUI Cruises zum Beispiel im Viel hat, ist diese Option, setze doch die Reise, für die du dich interessierst, auf einem Merkzettel. Und dafür musst du dann eben deine E-Mail-Adresse angeben. Aber damit kannst du es dann eben direkt an deinen Partner weiterschicken und so weiter. Das heißt, ich glaube, solange man eben auch einen eindeutigen Vorteil kommuniziert, warum der User eben seine E-Mail-Adresse irgendwo
anfügen sollte, sind User auch gewillt, es zu machen, gegeben, also wenn es einen Vorteil gibt eben. Aber das ermöglicht es dann auf jeden Fall, die Leute zu identifizieren und letztendlich sind das auch deine High Potentials. Das sind die Kunden, die tatsächlich relativ wahrscheinlich sind und wir wollen ihnen eben diesen zusätzlichen Nudge geben, dass auf jeden Fall diese Conversion zustande kommt. Top, danke dir.